Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind natürlich Lufthansa-Schlichtung. Da gibt es eine Art Leak. Da hat jemand was gesagt. Schauen wir uns an. Dann haben wir Membership Rewards Punkte, die ihr gewinnen könnt. Aber wie hängt das mit Lufthansa Miles & More zusammen? Schauen wir uns genau an. Revolut eröffnet eine neue Lounge. Die schauen wir uns auch genauer an, vor allem wo die liegt. Ist gar nicht so weit weg von mir hier in Tallinn. Und wir haben das Thema, was haben wir denn noch? Lufthansa 380. Diese Strecken gibt es im Winter mit dem Lufthansa A380. Also, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen und auf School kommen und dort dann quasi auf School, wie heißt das, diskutieren. Habe ich gesagt, dass mein Name Lars Korsten ist? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, wenn ihr nicht das vorher schon wusstet. Das erste Thema ist die Schlichtung. Und zwar die City Airlines kann weiter wachsen. Als Lufthansa Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit gehen in eine Schlichtung und Mediation. Obwohl Lufthansa die Zahl der Flugzeuge bei der Mainline und der Lufthansa Cargo stabil halten will, sieht die Verdi weiterhin Spielraum, Flugzeuge zur Lufthansa City zu verschieben. Naja, ein Schelm, der Böses denkt, weil City Airlines wird ja von der Verdi tarifiert, ne? Nur so als Randbemerkung. Also Lufthansa und Vereinigung Cockpit wollen noch 2026 Rechtssicherheit für ihre Tarifbeziehungen schaffen. Während des Verfahrens soll es keine weitere Verkleinerung der Flotten von Lufthansa geben. Während des Verfahrens, klar, Classic und Lufthansa Cargo. Lufthansa spricht von einer stabilen Anzahl an Flugzeugen in beiden Gesellschaften. Jetzt kommt die Verdi. Dass der Aufbau dort bei der City Airlines nicht gehemmt oder reduziert oder eingeschränkt ist. Entscheidend ist die Interpretation. Und zwar neue Flugzeuge können zur Lufthansa Mainline kommen, im Gegenzug könnten vorhandene Maschinen in andere AOCs verschoben werden. Und die absolute Größe der Mainline bleibt dadurch stabil. Also aktuell ist es so, dass man 15 Airbus A320 Neos hat bei der City Airlines und 4 319er. Das sind die alten Buden, aber die sind innen drin, hat man mir gesagt, hübsch gemacht. Ich bin mit City Airlines zweimal, glaube ich, geflogen und die Flugzeuge sahen halt aus, wie Lufthansa aussieht. Also das fand ich jetzt keinen großen Unterschied. Man sah das halt an der Crew, weil die andere Uniformen getragen haben. Das war so der einzige Unterschied. Also insofern okay. Aber Flugzeuge waren okay, Essen war tipptopp, Service war sensationell, also da gibt es gar nichts. Ja, da kann man jetzt wirklich sagen, dass das jetzt natürlich klar ist, dass man zur City Airlines möchte, weil man unterschiedliche Produktionskosten hat und weil man billiger ist. Aber Dr. Michael Niggemann, Lufthansa Personalvorstand, sagt, wir werden unsererseits die Anzahl der Flugzeuge bei der Lufthansa Classic und der Lufthansa Cargo während des Prozesses stabil halten. Das weitere Wachstum von City Airlines werde durch die Schlichtungsvereinbarung nicht eingeschränkt oder dadurch beeinflusst. Das ist ein Verdi-Memo. Das finde ich halt spannend. Und Fazit ist, die Schlichtung entkoppelt das Ganze nochmal von Streik und so weiter, also macht das Ganze entschärfend. Und da bin ich mal gespannt, wie lange diese Entschärfung hält. Denn stoppt den Umbau des Lufthansa-Konzerns aber trotzdem nicht. Das wird nämlich weiter dann Potenzial haben. City Airlines kann nach Verdi-Lesart weiter wachsen. Entscheidend wird sein, wie viele neue Flugzeuge tatsächlich zur Mainline kommen. Ne? Das ist das Thema. Und wohin ältere Maschinen anschließend verschubbert werden. Also wahrscheinlich von der Mainline zur City Airlines. Ja, Frage des Tages zu dem Thema ist die Lufthansa-Flottenzusage ein fairer Kompromiss oder bleibt damit ein Schlupfloch für weitere Verlagerungen zur City Airlines? Könnt ihr ja beantworten. Dann haben wir Neues aus der Welt von Revolut. Revolut mausert sich immer weiter zu einem Kreditkartenanbieter, den man wahrnehmen muss und ernst nehmen muss. Denn man möchte ab 2027 auch eigene Flughafen-Lounges betreiben. Und zwar unter der eigenen Marke. Den Anfang soll Kopenhagen machen, anschließend ist eine Expansion in weitere wichtige europäische Märkte vorgesehen. Daran sieht man also, in Dänemark sind sie relativ stark. Der erste Revolut-Lounge soll nämlich am 2027 in Kopenhagen aufmachen. Revolut arbeitet da mit der Plaza Premium Lounge zusammen. Das wird wahrscheinlich das ähnliche Konzept sein wie hier mit der OP Bank, Osus Bank ist das hier in Finnland. Die Lounge haben und die wird eigentlich betrieben von wem anders. Also insofern nur so ein Branding drauf, was ja auch relativ cool ist. Auf jeden Fall ist es so, man soll natürlich die größte gemeinschaftlich genutzte Flughafen-Lounge im Schengen-Raum werden. Mit genauem Eröffnungstermin ist man noch ein bisschen sparsam.
Klar, vielleicht hat man noch nicht den Platz richtig gesichert oder Umbaumaßnahmen, man weiß es nicht. Aber weitere Standorte wurden leider nicht erwähnt. Langfristig steht Revolut eines der größten Premium-Lounge-Netzwerke weltweit an. Offen sind natürlich, welche Revolut-Abos da berechtigt sind. Eintrittspreise, Gästeregelung, mögliche Bezahlung mit Treffpoints, Zugangsregelung bei hoher Auslastung. Bereits heute vermittelt Revolut ja zu 1600 Partner-Lounges den Zugang. Standard und Plus, einzeln bezahlbarer Zugang, Premium und Metall für günstiger Zugang, Ultra unbegrenzte eigene Besuche ohne zusätzliche Kosten. Das geplante Netzwerk unterscheidet sich davon, weil die Lounge direkt unter der Marke Revolut auftreten sollen. Ja, Banken und Finanzplattformen werden zunehmend Anbieter von solchen Lounges. Wir sehen das ja auch bei American Express, das gehört ganz klar zur Marke drauf. Und für uns ist das natürlich super, weil das uns Loungezugang gibt, unabhängig von Reiseklasse und von Fluggesellschaft und so weiter. Also wir werden unabhängig von Allianzen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und damit kann auch die Bindung an einige Fluggesellschaften reduziert werden, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ne? Und vielleicht haben wir ja, Nachtigall Coeur de Trapsen, irgendwann ja mal das so, dass vielleicht der Revolut Lounge den Senator und dem FTL ist vielleicht ein bisschen weit geträumt, aber dem Senator und dem Horn Circle Refuge geben, dass man halt in eine Revolut Lounge kommt, anstatt in eine Premium Lounge oder Premium Plaza Lounge. Ja, richtig ist natürlich, dass man dort aus einem bislang eingekauften Vorteil dann ein eigenes Markenprodukt macht. Die Strategie ist ambitioniert, aber lässt sich natürlich nach Bekanntgabe der Zugangsregeln erst bewerten. Also das heißt, man müsste erst mal gucken, wie das Ganze funktioniert und wie es dann abläuft. Kopenhagen ist ein Test, ob Revolut den Sprung vom Finanzdienstleister zum globalen, ich weiß nicht, Reiseanbieter oder Loungeanbieter schafft, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und deshalb für euch natürlich eine passende Frage des Tages. Würdet ihr ein teures Revolut-Abo abschließen, damit ihr verlässlich Zugang zu einer eigenen Lounge bekommt, wenn dies damit verbunden ist? Weiter geht es mit Lufthansa A380ern. Ich liebe den 380er, gibt es kein Hehl. Und das war auch eine Zeit lang bis letztes Jahr das meistgeflogene Flugzeugmodell, was ich in meinem Portfolio hatte als jetzt ist Nummer 2, jetzt ist überholt worden von den 320ern, weil ich halt nicht mehr aus Dubai raus die 380er fliege, sondern halt aus Skandinavien, Finnland oder aus den baltischen Staaten, wo ich mich vermehrt aufhalte, oder USA, mit anderen Modellen fliegen darf, muss oder kann. Und jetzt ist, glaube ich, der 320er ist bei mir. Aber man betreibt ja 8 Airbus A380, man hat 4 380er Ziele ab München noch im Portfolio. München ist natürlich der 380er Hub. Das wäre Bangkok, Delhi, Los Angeles und San Francisco. Die bleiben nämlich im Programm. Und die Winterziele sind halt wirklich täglich. Los Angeles, San Francisco sind nur 6-mal wöchentlich. Und Los Angeles wird ab und zu im Wechsel mit 350er geflogen. San Francisco wird auch mit 350er geflogen, aber Los Angeles hat einen mit First Class 350er. Und genau San Francisco eben nicht. Da ist es eine Business Class, Premium Economy nur. Ja, aus dem 380er Netz verschwinden Boston, Mumbai, Washington und Denver ist ja bereits Ende September am Start, dass es nicht mehr starten kann. 3 der 8 380er wurden ja bereits mit der neuen Business Class umgerüstet. Die Nike Bravo nahm am 1. August 2026 den Liniendienst auf. Die Kapazität modernisiert sind 499 im Vergleich zu den alten 509 Sitze. Bis zum Sommer soll die gesamte Teilflotte, also Sommer 27, ne, nicht damit ihr sagt, oh, weicher Sommer, soll die dann komplett umgerüstet werden. Lufthansa konzentriert damit natürlich das Ganze auf nachfragestarke Strecken, Langstrecken, Bangkok-Delhi bieten im Winter eine starke Kombination aus Touristik, Geschäft und Umsteigeverkehr. Klar sind Premium- und Unternehmermärkte Los Angeles und San Francisco auch ganz wichtig, aber die 4 Ziele vereinfachen den Flotteneinsatz und die Piloten der 380er haben damit halt auch nicht mehr ganz so viel Auswahl, aber ich sag mal so, San Francisco, Los Angeles, immer geile Ziele und dann natürlich auch, wenn wir Bangkok und Delhi sehen, Bangkok noch geiler als Delhi, also das is it, was das ist. Ne? Ja, als Fazit kann man sagen, man hat den 380er immer noch als wichtiges Flugzeug, das immer noch Kapazität, aber auch Premium-Produkt von Lufthansa ist, trotz der abgerockten Kabine der First Class. Hey, hey, hey. Aber die Premium Economy und die Business Class und die Economy sind schon okay. Man hat sich aber im Winter auf 4 Strecken konzentriert. Die laufende Kabinenmodernisierung deutet die Flotte absolut auf. Da gibt es keine 2 Fragen. Finde ich geil.
Und ich finde das auch vielleicht fast die beste Business Class, die die Lufthansa hat, aber das könnt ihr auch beantworten. Bis alle 8 Maschinen umgerüstet sind, muss man weiter mit unterschiedlichen Produkten und möglichen Flugzeugwechseln rechnen. Ja, welche Strecke sollte aus eurer Sicht noch mit 380er bedient werden? Oder sagt ihr, die 4 Strecken, das ist okay? Da bin ich mal gespannt, was ihr zu sagt. Jetzt haben wir das Thema American Express, Miles & More, Millionen Membership Rewards Punkte. Und zwar ist es so, Payback muss man übrigens in dem Zusammenhang auch wählen und erwähnen. American Express feiert ja 10 Jahre Punktetransfer zu Payback mit dem Gewinnspiel. Wer im August 2026 mindestens 9.999 Membership Rewards Punkte in einer Transaktion überträgt, erhält automatisch ein Los für einen von 10 Gewinnen über jeweils 100.000 Membership Rewards Punkte. Also der Gewinn maximal sind 1 Million Punkte für alle 10 Leute, das heißt also 1 Million pro Person. Aktionszeitraum ist vom 1. bis einschließlich 31. August 2026. Mindesttransfer von 999 Membership Rewards Punkten. 3 Membership Rewards Punkte entsprechen einem Payback-Punkt. Ist nicht so ganz eine geile Ratio, muss man ehrlicherweise sagen. Heißt also, die 9.999 Punkte ergeben 3.333 Punkte. Schnell für euch ausgerechnet. Teilnahmerechte sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland, aktivem Amex-Konto, Teilnahme am Membership Rewards Punkt, Payback-Konto auf den eigenen Namen. Und nach 4 Wochen vom Aktionsende sollte der Gewinner gezogen werden. Jetzt fragt ihr natürlich, was laberst du die ganze Zeit von Miles & More? Natürlich nehmen wir Payback-Punkte zu Miles & More, ist doch klar. Und da warten wir, wenn es wieder die Promotions gibt, wo es mehr Punkte gibt. Heißt also nicht sofort mit 1:1, sondern dann warten, bis 1,25 oder irgendwas dann kommt, dass ihr da was dann haben könnt. Also insofern da wieder von euch nochmal der Zusammenhang. Also Fazit ist weiter im August, wer ohnehin was transferieren wollte, sollte das machen. Man erhält zusätzlich eine kostenlose Gewinnchance. Ein Transfer Aussicht für das Gewinnspiel ist wegen der ungewissen Gewinnchance natürlich auch nicht zu empfehlen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und die Rückbuchung gibt es auch nicht. Also insofern kritisch zu sehen, sage ich ganz ehrlich, weil die Amex-Punkte haben schon mehr Knall als Hansens. Wenn ihr da was schauen wollt, dann könnt ihr ja, also wenn ihr was braucht, dann ja, ansonsten nicht extra machen und nicht ohne den konkreten Use Case das Ganze machen. Ja, würdet ihr alleine die 9.999 Membership Rewards Punkte transferieren, nur weil ihr die Chance hättet, dass ihr 100.000 Punkte zu Payback übertragen könnt. Als Gesamtfazit kann man sagen, dass man natürlich die Tarifkonflikte bei der Lufthansa im Moment so in ruhigeren Fahrwassern hat. Streikgefahr ist wohl gebannt. Aber die interne Neuordnung hat trotzdem noch Feuer und wir sehen ja, was da passiert. Verdi hat da nicht unbedingt ohne Eigennutzfeuer in diese City Airlines Diskussionen reingetan, dass man da noch Wachstum hat und die Mainline stabil bleiben kann. Mit der Kabinenmodernisierung ist es so, dass man bei Lufthansa sichtbar in den Weiterbetrieb des Superjumbos der 380er investiert. Und damit ist es halt wirklich ein 380er, ist halt wirklich ein Premium-Produkt und auch natürlich ein Kapazitätsprodukt bei Lufthansa. Revolut geht natürlich mit Eigenlounge direkt in den Markt und will da auch sich etablieren, geht also den Trend von anderen mit, wie American Express zum Beispiel, aber auch Mastercard und Visa machen das ja eigentlich auch mit ihren Infinity-Karten bei Mastercard zum Beispiel, bei Visa, schön, bei Visa-Card zum Beispiel. Also insofern kann man das sagen. Und damit ist natürlich das für Vielflieger, dass die Markenloyalität zu einer Airline sich durchaus verschieben kann zu so einer App oder zu so einer Banken-App oder Bankenprodukt, weil man damit trotzdem Lounge-Zugang hat. Punkteaktionen bleiben attraktiv, verlangen aber natürlich eine nüchterne Bewertung. Muss man Realität einklagen, Flexibilität und Gewinnchancen sind natürlich dort ein Thema, also Flexibilität gegen Gewinnchancen, richtig formuliert. Und der übergreifende Trend ist natürlich, dass Airlines und Finanzanbieter versuchen, gleichermaßen profitable Prämienkunden enger an ihr eigenes Ökosystem zu binden. Logisch, oder? Also, in dem Sinne, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen, aber auch aufs School zu kommen. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Deshalb nochmal die Frage des Tages zu beantworten. Und zwar, ist die Lufthansa-Flottenzusage ein fairer Kompromiss oder bleibt damit ein Schlupfloch für weitere Verlangungen zur Lufthansa City Airlines? Und natürlich würdet ihr teures Revolut-Abo abschließen, damit ihr zuverlässig Zugang zur eigenen Lounge bekommt. Ihr könnt aber auch natürlich andere Fragen beantworten. Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis zur nächsten Sendung. Also bis dann. Ciao, ciao.